Weiter geht's in meiner Reihe 5 Ideen mit einem Stempelset. Meine neue Reihe. Heute eine Matchbox-Karte für Badeperlen. Also eine Schüttelbox oder Matchbox mit Klappkarte. Mit dem Stempelset einfach mal abtauchen. Das ideale Geschenk für eine liebe Freundin oder auch zu Anlässen wie Geburtstag oder als kleines Mitbringsel. Wie ich sie angefertigt habe, das zeige ich dir jetzt. Hallo und herzlich willkommen in meiner Kreativwerkstatt. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Angela von der Stempelfamilie. Weiter geht's. Einfach mal abtauchen. Das ist ja ein tolles Motto. Und meine Reihe mit den 5 Ideen zu einem Stempelset geht damit weiter. Hier habe ich schon mal, zeige ich in den nächsten Tagen, endlich mal eine Karte zur Konfirmation oder auch zur Taufe. Und zwar ist es eine Funfold Card oder auch W-Funfold Card, weil das hier drin sieht aus wie ein W. Die Anleitung kommt in den nächsten Tagen. Ja, und da geht es gleich weiter. Jetzt ist meine Schüttelbox ja normalerweise für jeden, für die Freundin zum Geburtstag, was auch immer. Oder mal eben so schnell zum Überreichen. Aber ich dachte mir, ich gestalte das mal passend zu dieser Karte heute und zeige dir aber vorher, was ich schon fertig habe. Hier, vielleicht erinnerst du dich an meine Schüttelkarte mit dem Set Oceanfront und auch dieser Stanzform. Hier ist sie, die zu dem Set einfach mal abtauchen, die es dazu passend gibt. So den Stanzform praktisch mit kleinen Fischen und hier diesen Gräsern und so. Ja, damit habe ich diese Karte gemacht. So, hier wäre dann viel Platz für Gruß. Und dann holen wir das hier raus und da drinnen ist der Badezusatz oder hier Badeperlen. Also es passt beides rein. Ich denke, es passen fast alle Abpackungen rein, die es da so im Handel gibt. Ich habe so eine schmale Sorte noch gesehen, da wird ein bisschen viel Platz sein drin, aber da kann man noch was dazu packen. Hier mit dem Set, womit wir auch heute arbeiten, Glück und mehr. Bei der nächsten lasse ich hier ein bisschen mehr Platz zum Schreiben. Und hier sind die Badeperlen. So, und hier drin steht ein Dankeschön aus tiefstem Herzen, also das bekommt eine gute Freundin. Jetzt mal noch ein kleiner Tipp, weil ich habe ja gesagt, Matchbox Karte für Badeperlen und auch zwischendurch beim Bearbeiten. Man kann die Karte ganz einfach flach legen. So ist sie. Hier könnte die Matchbox, das ist die Hülle von der Matchbox und jetzt könnte man sie noch dort legen und so kann man sie zwischendurch auch gut bearbeiten und dann hier hochklappen. Dann kann man seinen Text schreiben, wenn noch mehr Platz ist oder hier noch was stempeln oder wie auch immer. Und dann falten wir sie wieder hoch und dann kommt die Box rein. Ja, jetzt geht's los. Genug gequatscht. Schauen wir mal, wie wir das heute hinbekommen. Es wird ein längeres Video. Schaffen wir trotzdem. Du brauchst ein bisschen mehr Papier, aber es ist ja auch ein wertvolles Geschenk für die beste Freundin, die genauso wertvoll ist. Also geben wir da einfach mal ein bisschen Papier aus. Ein A4-Bogen. Wie wir den schneiden, zeige ich gleich, so sparend wie möglich, zumindest so wie ich es am sparendsten finde. Zusätzlich noch ein Feld. Guckt mal, wo meine Maße stehen, da drüben. Gleiche Farbe habe ich genommen in 10 x 14,85 cm und ein Stück Klarsichtfolie, etwas kleiner, also da habe ich geschnitten 9,8 x 14,5 cm. Und dann habe ich mir ein A4-Blatt genommen und, muss ich einmal rechnen, 3 Felder, gleich groß geschnitten, deswegen 3 Felder, wenn ich auf der Rückseite jetzt praktisch nochmal ein Feld für mehr Text haben wollte. Und da könnte ich dann auch meine Naht hier gut überkleben. Also 3 Felder in den Maßen 9,5 x 14,3 cm. Es würden also auch 2 Felder reichen. Und eins etwas kleiner, weil das für innen rein in die Box ist. Und das ist 9,3 x 14 cm. Notfalls musst du dir das nochmal ein bisschen anpassen. Bin mir nicht ganz genau sicher, wenn man das klebt, ob das überall gleich millimetrisch wird. So, bevor ich das zuschneide, klebe ich jetzt hier einmal das auf. Ich habe also die Stanzform schon mal ausgestanzt. Ich habe es etwas höher gelegt. Das sieht gut aus. Dafür habe ich dann hier am Rand auch genug Platz für meine, wie heißen sie, Schaumstoffklebestreifen, die ich dann brauche. Das klebe ich erstmal zusammen, dann kann das gut trocknen. Ich schaue, dass ich das so klebe. Du kennst den Griff schon. So klebe, dass nichts rausmatscht. Also alle Flächen, die größer sind, werden mit Klebstoff eingestrichen. Da am Rand sind so ein paar Löcher, muss man gucken, dass das passt. Die hatte ich auch bei diesem hier. Schau mal, da habe ich ein kleineres genommen, nämlich mit den bestickten Rechtecken.
und dann einfach verdeckt, wo man eigentlich den Klebestreifen sehen würde, ne, den Schaumstoffklebestreifen. Ich klebe die Gräser gar nicht so arg voll, weil da kann ich dann nachher noch was zwischenstecken. So, jetzt nehme ich hier meine Folie, puste nochmal, hoffe, dass sie sauber ist und klebe sie hier so, dass sie überall die gleiche Mattung hat, auf. Freue mich, das passt. Lege das da irgendwo hin, wo es gut trocknen kann und keinen stört. Und dann geht es an das große A4-Blatt. Ich nehme hier meinen Papierschneider, damit ich ihn halten kann. Mache meinen Klebstoff zu. Ja, habe viel hin und her überlegt und fand dann für mich so die beste Lösung. Ich teile das erstmal der langen Seite bei 14,85. Das ist übrigens ein Klebepunkt, den entferne ich gleich. Dann habe ich zwei gleich große Elemente. Das hat schon mal geklappt. Jetzt mache ich da oben nur den Klebepunkt kurz weg. Setze ihn dahin, wo ihn keiner braucht. So, und jetzt nehme ich mir das erste Element und falze es. Eingelegt bei 1,5. Das mache ich immer hier drüben, weil da kann ich das besser sehen. Falzklinge ganz wichtig, bei 1,5. Dann drehe ich das komplett um. Habe jetzt die 1,5 Falzung hier, die Falzlinie. Falze es bei 11,5. Und falze es nochmal bei 13 und schneide es bei 15 ab. Warum mache ich das so rum? Weil dann kann ich nicht, bei das eine Seite ist 14,85 und die andere Seite ist 15, das könnte ich jetzt verdrehen. Also deswegen mache ich das so. Erstes Feld lege ich hier hin, zweites Feld schneide ich den wieder hoch und dann brauche ich eine Falzlinie 10 und bei 11,5. Das war's. Ich habe gerade gesehen, ich brauche dann natürlich noch ein Blatt für die Box. Das habe ich schon wieder nicht, das hole ich gleich. Da werde ich dir das alles hier bunt hinlegen, damit du beschäftigt bist. Okay, die Falzlinie. Erste Falzlinie, zweite, dritte. Falzbein einmal drüber. Ist das wunderbar. Perfekt. Zweites Teil. Einmal, zweimal. Das eine Feld ist praktisch 10 cm, das ist das große hier. Und das kleinere ist fast 10, aber eben nicht ganz. Genau. So, und jetzt kleben wir zusammen. Wir nehmen dieses Element, das kleinere, legen es hier hin und setzen uns hier doppelseitiges Abrissklebeband drauf. Auf diese Seite, wo die mit den 1,5 cm anfängt. Wunderbar. Ja. Jetzt nehmen wir das andere Element. Und da habe ich ja gesagt, die eine Seite ist 10, die kommt nach oben, dann kommt die Falzung. Und das andere Element, also die Falzung mit der Höhe, die Höhe mit 1,5 und das andere Element ist eben nur 9,5 etwa. Wobei das natürlich nicht stimmt, sondern es muss 9, weniger 5 sein. Okay, so, jetzt werden wir das einmal reinlegen. Und zwar legen wir das so rum rein und dann passt das nämlich wunderbar. Ergibt sich gleich. Okay, also das große Feld, 10, 1,5 und der Rest. Jetzt ziehe ich meine Schutzfolie ab hier auf der Seite und klebe das rein. Falte das und lege es bündig an diese Kante. Und das muss auch ziemlich sauber sein, damit die ganze Technik nachher funktioniert. Liegt gut drauf. Perfekt. Wunderbar. Das passt auch. Gut, und jetzt haben wir das so, dass hier unten der Boden noch offen ist. Und jetzt könnten wir ja millimetergenau das passen, müssen wir aber nicht. Wir machen das ganz anders. Das klebt alles. Wir kleben auf diese Fläche hier drüben. Da draußen ist die Klappe. Ja, nochmal zum Schauen. Klappe. So. Auf diese Fläche kleben wir an den Rand oben auf doppelseitiges Abreißklebeband. Und das machen wir hier drüben auch. Auf diese äußerste Kante an den Rand doppelseitiges Abreiß. Und das Maß mit den 10 cm ergibt sich jetzt von selber. Ich werde es euch aber erstmal trocken zeigen. Und zwar, wir haben ja immer diese Faltung. Wenn wir die einmal nach links falten und einmal nach rechts, Höhe, ja, dann hast du es genau flach liegend. Gut erklärt, ich weiß es nicht. Sag mal, sonst formuliere ich das nochmal neu. Also hier ist meine Klappe zur Karte. Hier ist die Höhe, da ist die Höhe und jetzt würde das ja hier so wackeln, muss es aber nicht. Also falte ich
diese Höhe, diesen Streifen nach rechts und diesen hier von der Seite auch hier rüber, also auch nach rechts. Und dann habe ich einmal da ein ganzes Feld und die Höhe und hier ein ganzes Feld ergibt sich und die Höhe. Also Klebestreifen abziehen. Und wenn ich alles richtig gemacht habe, dann kann ich das gleich hin und her falten. Okay, flachlegen. Flachlegen ist heute das Wort des Tages. So, und jetzt in die andere Richtung. Und du siehst, es passt perfekt. Wunderbar, das haben wir schon mal geregelt. War nicht schlecht, ne? Ja, genau, soweit. Und jetzt käme der Moment, wo ich mir noch einen Bogen Papier holen muss, weil hier drehen und wenden, er ist nicht da. Also, kleinen Moment, bin gleich wieder da. Weiter geht's im Text. Und dieses Feld, was wir jetzt für das Fach innen brauchen, auch da kann man natürlich millimetermäßig tüfteln ohne Ende. Meins ist jetzt 20 mal 12,7 cm. Also lege ich das Blatt so rum ein, schneide mir bei 12,7 cm einen Streifen ab und kürze das hier um 1 cm und dann käme ich auf 20. Deswegen lege ich das jetzt hier ein und lasse das Beinchen, wo es ist, und hoffe, dass das stimmt. So, das haben wir. Und hier brauche ich bei diesem Feld reihum bei 1,4 eine Falzung. Also reihum 1,4. Ernstfall eher das größere 1,4. Du verstehst, was ich meine. Und ja, na, gucken wir immer mal, ob das schön stimmt. Jetzt wäre ich beinahe bei 2 gewesen. 1,4. Und links und rechts brauche ich noch eine bei 2,8. Ja, hier hopst immer mal die Klinge raus, einfach schon zu viel benutzt. Da muss ich mal eine Bremse einbauen. Bei 2,8 links und rechts. Genau, dann sieht mein Feld so aus. Und damit ich das besser schneiden kann, mache ich das so, dass ich das alles schon mal falze. Sehe ich das nämlich besser. Wir kennen das Thema. Und dann schneide ich von hier angefangen erstmal ein. Und das mache ich gleich an allen 4 Seiten. Dann ist der erste Schnitt schon erledigt. Beides mal so rum. Seitdem ist eigentlich egal, wie man das macht, also ganz egal nicht, aber Hauptsache man hat eine Routine drin, sonst schneidet man irgendwann mal falsch und dann klebt es nicht. Okay, dann nehme ich das äußerste Feld komplett weg, also das Quadrat hier. Ich mache das jetzt mal überall gleich, dann siehst du genau das System. Alle 4 Elemente. So, jetzt habe ich das schon so. Und jetzt schneide ich von meiner Klebefläche und eben nur von da überall so einen kleinen Keil ab. Zeige ich gleich hoch. Wenn ich die Seite fertig habe, siehst du, hier sind die Keile abgeschnitten. Und das mache ich einfach hier oben auch, an diesem Äußersten. Mache ich das auch. So ein kleiner Keil, wirklich nur ein kleiner Keil. Und auf der anderen Seite eben genauso. So, das haben wir. Jetzt nochmal falzen und dann können wir uns schon mal vorstellen, wie das aussieht. Und hier rumgefaltet. Ne? Damit ergibt sich eine stabile Box, weil die Kanten jetzt nochmal fester sind. Funktioniert super. Falten wir, klebe ich dann, weil du kennst das mit meinen klebrigen Fingern. Also beiseite legen. Jetzt geht es weiter. Jetzt hole ich mir diese Elemente zum Kolorieren, also zum Bestempeln. Dann mache ich hier für ein bisschen, die Seite ist auch schön. So, ich mache mal jetzt Tatsache so, dass ich 3 mache. Das ist für innen rein. Innen rein nehme ich den Spruch. Ah ne, es ist für meinen Konformanten. Also nehme ich innen rein keinen Spruch. Ich nehme, doch innen rein nehme ich Glück und mehr. Siehst du, so entscheidet sich das hier relativ spontan. Also Glück und mehr geht innen rein und da nehme ich Abendblau, solange wir es noch haben. Dran denken, das verlässt uns mit dem Jahreskatalog.
Ende April. Und meine Empfehlung ist, wenn du das genauso liebst wie ich, aber noch keinen Nachfüller hast oder das Stempelkissen überhaupt noch nicht und dich nur immer freust, wie es hier so aussieht, unbedingt damit eindecken. Und zwar rechtzeitig, weil erstens wird es nicht im Preis gesenkt, da können wir uns einig sein. Und zweitens kann das dann eben aus dem Grund, weil es so beliebt ist, schnell ausverkauft. Einfach mal abtauchen, setze ich in das Feld, was vorne dann in mein Schüttelelement kommt. So, da bin ich mit Texten schon durch. Und dann nehme ich mir hier die Zweige. Und was hat sie denn hier eingeklemmt? Schau ich mal, ich muss mal ein bisschen spicken, wie ich das gemacht habe. Ja, ich mache das. Ja, das ist das Problem. Okay, geht beiseite. Das ist Savanne, das brauche ich eventuell später noch. Hier haben wir das tolle Seladon. Und da stempel ich jetzt mal feucht und fröhlich. Einmal innen rein, da kommt ja nicht mehr, da kann also ruhig ein bisschen mehr zu sehen sein. Jetzt überall mit grüner Girlande mit Zweigen bestempelt. Das ist für innen rein. Dann hätte ich ja eins für die Rückseite, falls der Konfirmand einen größeren Brief von mir kriegt. Kriegt er sicher. Und für die Innenkarte, wo ich auch schon die ersten Glückwünsche schreibe. Ja, du weißt ja, ich mache das so ein bisschen passend zu der Karte, die ich hier ja vorhin schon gezeigt habe. Hier meine Konfi-Karte. Oh, das passt noch so gerade so. Genau, und für vorne drauf brauche ich auch ein kleines bisschen, um das so ein bisschen zu kaschieren, was da alles so wüst in der Gegend zu sehen ist. So, das reicht. Stempel-Tiefenreinigung mache ich später. Jetzt habe ich mich für den Stern entschieden, hier den Seestern, und den setze ich in Papaya auf. Und auch der wird jetzt einfach überall so ein bisschen dazwischen gesetzt. Das kann sich ruhig minimal überlappen. Ist ja nicht so wild. Ja, hier vorne wird gar nicht gesehen werden, aber das macht nicht. Hier mache ich sowas ein bisschen wie reihum. Wie eine Schmuckkante. So. Das haben wir. Und man muss es ja auch nicht überall gleich machen. Aber so ein bisschen. Und ich habe mir überlegt, damit das zusammenpasst, arbeite ich hier nochmal mit den tollen Regenbogenfischen. Die Story habe ich ja nun schon erzählt, beziehungsweise erzähle ich noch im nächsten Video, glaube ich. Aber vielleicht kennst du die ja auch. So, und die setze ich an den Stellen, wo nicht geschüttelt wird. Das heißt, beim Schütteln hier vorne lege ich schon mal beiseite, da kommen nur noch die Wasserblasen. Schon mal so, du stellst dich da schon mal an. So, hier hinten setzen wir genau einen Fisch drauf und dann nehmen wir hier die kleinen Klebepunkte, da sind die Fische wirklich super zu kleben. Und der schwimmt jetzt hier mal unten so beim Blattwerk. Und das ist schon in Ordnung. Der ist so, der kriegt dann auch nur noch Punkte. Jetzt haben wir das hier. Da setzen wir genau. Das sitzt ja, wenn du aufmachst. Nee, Moment, das sitzt unten innen drin. Jetzt da kommt also innen drin unten nochmal einer von meinen Regenbogenfischen. Der sitzt hier drüben und kommt ihm einer entgegengeschwommen, warum nicht? Passt ja gut zur Story. So, und kriegen wir noch einen entgegengeschwommen. Ach, setzt dahin. Reicht ja. Ja, da kann man sich lange mit austoben und überlegen oder einfach drauf. Einfach drauf. So, das geht innen rein. Das kommt nachher hier hin. Könnte noch einen Millimeter abschneiden. Habe ich jetzt die richtige Fläche dafür genommen? Ja. Oder? Hat er oder hat er? Doch, hat er. Schlechtes Augenmaß. So, dieses hier
War die Rückseite. Richtig, jetzt weiß ich es wieder. Und auch da steht uns noch ein Regenbogenfisch. Den setzen wir die Rückseite, so dass er uns nicht im Schreiben stört. Genau. Und da die alle atmen, gibt es jetzt Luftblasen. Ich jetzt mal hier meinen Luftblasenstempel, ohne zu kippeln, den einfach minimal da drauf. Da komme ich wieder mit meiner Überlegung, die ich jedes Mal recherchieren wollte. Atmen eigentlich die Seesterne auch? Sicher. Ich denke sicher. Also wird hier vorne auch einmal geatmet und hier vorne ist es sowieso witzig, weil da sieht man ja nicht alles. Da weiß man ja nicht, wer sich da noch so hinter den Gräsern versteckt und überhaupt. Ist das schon mal so. Ja, Luftblasen sind geputzt. Ja, wollen wir mal gucken, ob wir schon kleben? Also, wir kleben. Denkt. Eins kommt hier innen rein. Das vorne. Hier rein. Okay. Da brauchen wir vorher den Magneten. Und damit uns das nicht so viel Stress macht, klebe ich den Magneten mal in dem Fall hier gegen. Das ist schon mal schicki. Und den anderen hebe ich mir für vorne auf. Du merkst hier, wo er liegt. Und jetzt geht das mal mit dem Flüssigklebe. Du könntest jetzt natürlich auch mit doppelseitigem Abreißklebeband. Das ist nicht schlecht, wenn du das so machst, weil du dann vor allem diese Kante hier, wo du ja den Höhenunterschied vom Magneten ausgleichen musst, wirklich fest bekommst. Aber das schaffen wir auch mit dem Flüssigkleber. Man muss hier gut streichen. Du kannst noch Folgendes überlegen, das wollte ich vorher machen, ob du mit dem Blending-Pinsel noch ein bisschen dezentes Blau ranbringst. Ganz wenig, was ich hier habe, das war aber auch so gedacht. Und dann fülle ich das noch mal ein bisschen mit Farbe auf. Hier bei dem auf der Rückseite mache ich mal die Kante hier so ein bisschen. Es soll also wirklich nicht so viel sein, sondern einfach nur so ein bisschen das Wasser und man soll ja auch die Schrift sehen. Also dieses kommt auf die Rückseite. So, dann habe ich 3 schöne, wie heißt das Wort? Badeperlen. 3 schöne Badeperlenverpackungen. Mal überlegen, wem ich die alle verehren kann. So, also innen, vorne, hinten. Jetzt kommt die Sache mit dem Magneten. Und da werde ich jetzt doch vorher mal hier mein Element kleben, also meine Hülle innen. Warum bin ich so flach gegangen? Weil ich mir in jedem Fall gesagt habe, ich möchte es auch in einen Großbrief verschicken können. Und das passt dann halt. Bin ich mir sicher, das funktioniert. Trotz der Höhe, die hier noch drauf kommt, bin ich unter 2 cm. Also das müsste passen. Wenn nicht, musst du halt doch mehr Briefmarken draufkleben, aber ich denke, das passt. So, hochkippen und die Laschen ankleben. Wir müssen mit genau gucken. Nummer 1 und hier drüben Nummer 2. Also in jedem Fall nicht breiter kleben, weil dann wird es schwierig mit dem Einschub. Besser schmaler. Und damit das jetzt schnell fixiert wird, gehe ich jetzt auf diesen Streifen wieder mit meinem allseits beliebten doppelseitigen Abreißklebeband und fixiere das jetzt gegen. Drücke das nach innen und dann steht die Kante super. Das passt. Und das mache ich hier drüben genauso. Klebe hier schon gleich meinen doppelseitigen auf. Ist das Element auch fertig. Ja, dauert ein Weilchen das ganze Ding, aber so schlimm ist es dann auch nicht. Und beste Freundin oder der Neffe zur Konfirmation oder die Nichte, die haben das auch echt verdient, dass wir da ein bisschen sitzen und was Schönes für sie machen. Meine Meinung. Ich kann natürlich auch stundenlang durch die Stadt rennen und die besten Sachen suchen. Aber ich finde, solche Geschenke haben immer so einen kleinen Erinnerungswert.
So. Klappe runter. Wunderbar. Passt. Haben wir noch den Magneten? Ah, habe ich geschwitzt. So, jetzt schauen wir mal. Spannender Moment. Es passt. Es sitzt straff, aber mir war es hier zu locker. Du würdest hier ansonsten einen Millimeter weniger nehmen. Bei welchem Maß? Bei dem Maß, da steht 12,7. Dann würdest du praktisch 12,6 nehmen. Dann ist es labberig. Aber hier, das sitzt jetzt also schön straff. Dadurch hält die Form auch, und wenn ich das hier genau aufeinander falte vorne, werfe ich jetzt einfach meinen Magneten auf, wo ich klebe. Ja. Da sitzt er und dann hält die Verpackung eben auch das Schüttelelement. So. Jetzt schauen wir uns das nächste an. Jetzt gibt es wieder viele Möglichkeiten, aber ich bin wieder der so rumklebt. Überlegen, hier habe ich noch die Qualle mit reingesetzt. Soll ich oder soll ich? Was denkst du? Was ich nicht mache, sind Fische da rein. Warum? Weil die Schüttelelemente hier, der Schüttelkrams, der hält da nicht so gut. Also der schüttelt dann nicht so gut. So. Der bleibt dann hängen. Genau, also ich entscheide mich in dem Fall gegen die Qualle. Ich bin fertig. Ich klebe das hier vorne auf. Ja, ich habe einen ganz anderen Plan, fällt mir gerade ein. Mir fällt gerade ein ganz anderer Plan ein. Und das setze ich jetzt hier schön, dann hebe ich das nochmal an. Ich könnte jetzt auch, um das gut zu positionieren, unter schauen, einfach unten das wieder rausnehmen und das Ganze querlegen. Aber ich kann es auch so machen. So, das haben wir. Und jetzt sind wir schon kurz vorm Finale. Fische haben wir übrig. Jetzt ist hier, wenn ich hier meine Perlen raushole, deswegen liegt das hier, das wollte ich dir zeigen. Hier sind die Perlen, das ist alles, was ich so an Bling Bling und Schüttelkram habe. Gibt es auch ganz tolle Sachen im Stampin' Up Katalog aktuell. Ich glaube, das ist aktuell lieferbar. Hier bin ich mir nicht ganz sicher, aber es gibt auch noch eine komplette Mischung. Aber kennst du die Karte noch? Diese hier. Meine Regentropfenkarte. Ja, da gibt es eine Anleitung, kann ich dir empfehlen. Viel Freude beim Nachbasteln. Ich habe mir gesagt, ich bastel das nur einmal. Ich musste es dreimal basteln im Video, weil ich ständig Fehler gemacht habe. Lynch, Fummelkrams. Okay, müssen wir uns aber gar nicht drüber auslassen. Jetzt haben wir hier fertig geklebt, unser Element. Jetzt kommen wir als nächstes zu den Schaumstoffklebestreifen. Und da brauchst du, glaube ich, 2 Stück und ein bisschen, aber wir gucken mal. Bei meinem kleineren Element vorhin hat es wirklich mit 2 genau hingehauen. Wichtig ist, dass man es von außen nicht sieht. Wenn man es sieht von außen, auch kein Drama, dann klebst du einfach was gegen. Ja, wir brauchen 2 Stück und ein bisschen. Und wichtig ist, dass wir es nahtlos aneinander setzen, weil sonst unser Schüttelkram da rausfällt. So, jetzt ziehen wir das mal so hoch, dass es reicht. Das reicht genau. Glaubst du denn? Müssen wir noch gucken, dass die Luftblasen. So. Hammer, klebt wunderbar. So reicht das dann auch. Super. Und jetzt gibt es sicher wieder viele Möglichkeiten. Bei dem kleineren Element habe ich es tatsächlich so gemacht, dass ich das umgedreht habe. Also jetzt hier die Schüttelteile drauf gesetzt und dann den Boden genau deckungsgleich gegen. Hier habe ich das ja aber schon aufgeklebt und ich möchte ja hier auch die Kanten genau bündig haben und habe mir einfach überlegt, das kriege ich so rum besser. Ob das stimmt, werden wir sehen. Jetzt wäre der Moment für die Fensterputzer. Wenn du also noch mal was putzen möchtest, dann genau jetzt. Wenn sonst noch was drauf muss oder rein muss, dann auch jetzt. Was muss rein? Ja, gut, dass du drüber sprichst. Jetzt machen wir noch mal die Kiste raus. Sie hat was vergessen. Hier vorne will ich natürlich noch ein bisschen Blau haben und sogar ein bisschen mehr Blau. Mehr Blau ist ja auch mehr, genau. So. Wenn ich jetzt wirklich richtig dick haben wollte, dann würde ich hier nochmal immer auf die Ablage tippen und den Anfang da drauf setzen oder rüberreiben vom Rand her. Aber so bin ich jetzt zufrieden, das passt. Dann also das wieder rein. Schön straff sitzt das, das ist perfekt. Das guckt auch nicht mehr raus, super. Ja, dann nehme ich also hier ein bisschen grün-weiß. Ein bisschen von den bunten Perlen, bunte Mischung. Gucken, dass ich nicht zu große und zu hohe Elemente habe, die klemmen dann.
Und bei den Paletten bin ich vorsichtig, weil da ist auch so ein Rotton bei und den würde ich dann immer mühsam wieder raussuchen wollen. Guck mal, wir schauen einfach, ne? Es ist natürlich viel Rotton bei. Bisschen Rotton geht wieder raus. Aber da du ja jetzt nicht stundenlang gucken möchtest, wie ich hier roten und rosa, vor allem rosa Palettenkram entferne, und weil ich ja auch immer ein bisschen gucken muss, ob mein Video auch nicht zu lang wird, weil sonst bricht die Technik zusammen. Alles solche Dinge werde ich hier an der Stelle nicht weitermachen, sondern das einfach gut so lassen. Damit kann ich leben. Jetzt Schutzfolie ab und bereite dich schon mal darauf vor. Mein Kopf wird gleich im Bild sein, weil ich muss das genau positionieren. Oben an die Ecken. Jetzt liegt sie wirklich auf dem Bild. So. Aber wir wissen ja, es ist für eine gute Sache. So, das hat sie. Guck mal. Schon schüttelt sich das. Ist das nicht eine coole Sache? So, und jetzt gucken wir mal, was wir noch bringen können. Hier habe ich das einfach mal abtauchen etwas tiefer. Dann habe ich hier drüben mir ausgestanzt und gestempelt und gestanzt die Krake. Und die hauen wir jetzt hier einfach vorne drauf. Deswegen brauchten wir drinnen nämlich keine. Der Krakenkopf ist sogar groß genug für großen Abstandsklebepunkt. Unten das lassen wir so. Das setzen wir jetzt hier gegen. Klebt wunderbar. Sonne schüttelt alles. Perfekt. Und jetzt schauen wir mal, wie wir unser Grün noch unterbringen. Ich kann das nämlich jetzt hier so wunderbar durch diese nicht angeklebten Felder stecken. Also dachte ich. Moment. Notfalls weißt ja schon, habe ich hier solche Winkelteile. Passt das? Wenn das Schwänzchen unten zu lang ist, gar kein Problem. Machen wir einfach ab, schieben das hier rein, setzen das da hoch, nehmen jetzt einen Klebepunkt, formen ihn uns ein bisschen kleiner, dass es punktgenau an das obere Blatt passt und kleben das auf. Und da sitzt er. Sehr schön. Ja, jetzt ist wieder alles die Sache mit der Deko und Bling Bling und so. Bling Bling haben wir, brauchen wir also nicht mehr drüber reden. Wobei es natürlich schön aussieht, wenn wir da außen einfach noch einen draufsetzen, ne? Dann hat das so ein bisschen so von wegen, ups, ist einer rausgerutscht. Ach nee, doch nicht. Genau. Ja, dann haben wir das Celadon haben wir. Dann nehmen wir jetzt das Papaya, greifen das auch nochmal auf. Ganz vorsichtig reingiegeln, aber da klebt es gut. Setzen den davor. Kennst die Mechanik schon, Klebepunkt. Und das Ganze klebt wunderbar. Ja, jetzt ist die Frage, wir kommen nicht aus. Also das Stempelset Oceanfront ist einfach eins, wo man sagen muss, was ist das cool. Das hat so viele Elemente. Hast ja gesehen, da habe ich hier diese komplette Schüttelkarte. Die Schüttelkarte, die Schüttelbox mit Karte, also die Matchbox mit Karte. Ich muss in meinem Text ja noch aufnehmen. Matchbox mit Karte für Badeperlen zum Schütteln. Da muss jetzt aber das Schütteln muss woanders hin. Schüttel-Matchbox. Ist da gut, dass wir noch mal drüber reden. Jo. So, die Krake sitzt da, der Stein sitzt dort. Das passt gut. Und wir nehmen noch mal ein grünes und setzen das hier drüben rein, damit die Krake nicht so einsam ist. Da. Bin ehrlich, da muss dann wahrscheinlich doch noch mal ein Celadon drauf. Quatsch, ein Papaya drauf. Wenn ich nicht drüber nachdenke, nenne ich die immer falsch. Es muss noch ein Papaya. Natürlich, wir haben es ja. Immer noch etwas höher. Ah, ja. Noch eins hier. Ach, wo ist es? Ja, du bekommst mit. So, jetzt ist das Video im Bereich von wegen wirklich lang. Also, dass ihr so eine Geduld habt, wie finde ich denn das? Toll. Gut, aber bis hierher, das war's. Jetzt wird hier mal schön gesichert, vor allem der Schnulli. Alles beiseite geräumt und wir bereiten uns auf das Schlussbild vor. Also ich bin sehr zufrieden mit meiner Schüttel-Matchbox-Karte. Klebstoff ist noch offen. Für Badeperlen.
Und du, wie findest du meine Schüttel-Matchbox-Karte für Badeperlen zur Konfirmation? Das ist diese hier. Die ist zur Konfirmation. Siehst du? Die passt also wunderbar hier auch zu meiner Karte. Anleitung kommt. Kannst dich schon drauf freuen. Jo, das war meine Idee für heute. Ein Stempelset, 5 Ideen. Das ist die Idee Nummer 2. Das wird die 3. Idee. Und was da noch kommt, lass dich einfach überraschen. Ich hoffe, dir hat mein Video gefallen. Dann gib mir gerne einen Daumen hoch. Wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, mach das gerne. Alle verwendeten Materialien, so sind sie lieferbar sind, kannst du über mich direkt über meinen Online-Shop bestellen. Hier geht es weiter mit noch mehr Anleitungen und Tipps, also bleib dran und sei gespannt. Bis gleich in einem meiner nächsten Videos. Ich freue mich auf dich. Deine Angela von der Stempelfamilie.